Buenos dias! Wir melden uns ein weiteres Mal aus dem wunderschönen Peru. Die letzten 5 Wochen allerdings, die verbrachten wir in unserer Heimat in der Schweiz. So alle 9 bis 10 Monate werden wir ein bisschen reisemüde und brauchen einfach mal einen Tapetenwechsel. Nach über 3 Jahren war es daher für uns der richtige Zeitpunkt, endlich mal wieder nach Hause zu fliegen. Trotz 5 Wochen Regenwetter hatten wir eine wunderbare Zeit mit Familien und Freunden. Es war schön, alle wiederzusehen nach so einer langen Zeit und einfach das Beisammensein mit unseren Liebsten zu genießen. Nach 3 Jahren war es auch ein bisschen der umgekehrte Kulturschock. In der Schweiz ist alles enorm sauber, ordentlich und teuer. Irgendwie waren wir uns das gar nicht mehr so gewohnt. Das Fahrzeug haben wir in Cusco auf dem Camping Quintalala stehen lassen. Der ideale Ort, um sein Fahrzeug einzustellen, wenn man mal eine längere Pause machen will. Den Tipp, die Temporary Import Permit, die haben wir unterbrochen und dann nach der Rückkehr wieder in Betrieb genommen. Das hat ein paar Tage gedauert, bis wir alle Papiere wieder hatten, aber eigentlich ist es ziemlich einfach. Peru eignet sich also gut für einen längeren Aufenthalt, falls ihr mal nach Hause fliegen wollt. Unser erstes Ziel war der Nationalpark Nevado de Ozongate. Auf 4300 Meter haben wir Ueli stationiert bei einer super lieben Familie. Wir wollten unsere neuen Winterschlafsäcke testen und sind daher mit dem Zelt losgelaufen. Auf 4700 Meter haben wir dann unser Basislager aufgeschlagen und haben trotz eisiger Kälte wunderbar geschlafen. Test also bestanden. Immerhin war am Morgen nicht nur unser Wasser zugefroren, sondern auch die kleine Lagune nebenan. Leider haben wir aber die Höhe diesmal nicht so gut ertragen. Unser Schweizaufenthalt hat uns da offensichtlich nicht unbedingt in die Hände gespielt. Trotz 5 Tagen in Cusco fehlte uns irgendwie die Akklimatisation. Schade, denn wir wollten eigentlich noch ein bisschen weiter. Stattdessen sind wir zurück, haben noch die ein oder andere Tageswanderung unternommen und vor allem die wirklich heißen Hot Springs genossen. Wir konnten die Pools praktisch für uns allein genießen und das vor einer spektakulären Kulisse. Also was will man mehr?
Beim Colca Canyon durften wir dann ein tierisches Spektakel erleben. Dieser ist nämlich bekannt für die Andenkondore. Im Colca Canyon werden diese geschützt und wir dürfen direkt beim Aussichtspunkt übernachten. Abends hatten wir völlig für uns allein bereits etwa 8 Stück, die ihre Runden überhalb von Whaley drehten. Am Morgen haben wir uns dann in die Menschenmassen geworfen, aber egal, es hat sich unbedingt gelohnt. Circa 30 bis 40 Kondore durften wir beobachten, wie sie mit der Thermik aus dem Canyon emporstiegen. Es war eine Wahnsinnsshow und wirklich ein mega cooles Erlebnis. Dann haben wir auch noch eine kleine Offroad-Piste unter die Räder genommen und sind zu einem tollen Geysir gefahren. Völlig alleine waren wir da in den Bergen oben, war ein bisschen holprig, aber auch das hat sich definitiv gelohnt, da hochzukämpfen. Das Abenteuer Colca Canyon hat also gut begonnen, doch es wird noch besser. Wenn wir schon mal beim zweittiefsten Canyon der Welt sind, doppelt so tief wie der Grand Canyon, dann wollen wir diesen natürlich auch mit Whaley erkunden. Von Humbo nach Ayo führt eine abenteuerliche Piste von 4000 auf 1300 Meter hinunter. Unterwegs fragten wir uns hier und da mal, sind wir eigentlich lebensmüde? Was machen wir hier genau? Die Straße ist zwar in gutem Zustand, aber die Steinschlaggefahr, die ist gigantisch. Die komplette Straße ist zugedeckt mit Steinen, mit kleinen Brocken, aber auch Riesendingen. Und ja, also die Gefahr, hier zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, ist definitiv groß und ein bisschen mulmig. Wir sehen nämlich den ganzen Tag kein einziges Fahrzeug und ich glaube, wenn dich hier ein Stein erwischt und dich da die Schlucht runterwirft, dann könnte es lange dauern, bis einem jemand findet. Aber als wir dann unten angekommen sind, da wussten wir, weshalb wir uns das antun. Ein traumhaftes Panorama, eine gigantische Schlucht und ja, Nervenkitzel pur. Einfach nur glücklich.
dass ich noch am Leben bin. Auf der anderen Seite des Canyons wartet dann das Vulkantal auf uns. Eine kleine Straße schlängelt sich durch die Vulkane und bietet einem einen wirklich coolen Anblick. An einem tollen Übernachtungsplatz mitten in der Lava, Kakteen und einem schönen Aussichtspunkt verbringen wir eine der letzten Nächte in Peru und verabschieden uns so langsam von diesem spektakulären Land. Allerdings nicht, ohne vorher nochmals einen Höhenrekord mit Whaley aufzustellen. Auf 5050 Meter waren wir nämlich noch nie. Und ich sage euch, es stäubt und pfeift da oben. Die ganze Fahrt zurück in die Zivilisation war wirklich ein Traum. Alles über die Hochebene, nie unter 4400 Meter. Und ja, abgesehen vom Schlagloch-Bingo, ein toller Abschluss. Entlang dem Titicacasee, dem höchstgelegenen schiffbaren Gewässer der Welt, wollten wir nach Bolivien einreisen. Eigentlich wollten wir auch nur eine Nacht auf peruanischer Seite am Titicacasee verbringen, denn irgendwie hat uns die Gegend nicht so aus den Socken gehauen. Obwohl der See extrem klar ist, liegt leider auch ziemlich viel Müll überall. Sei es am Strand oder auch in der Stadt, am Straßenrand. Es ist leider wieder mal die Seite von Peru, die wir nicht so mögen. Natürlich kommt es aber immer anders, als man denkt. Bei der Abfahrtskontrolle hat Sandro nämlich noch ein kleines Abschiedsgeschenk vom Colca Canyon entdeckt. Nämlich einen riesigen und tiefen Riss auf der Flanke unseres Hinterreifens. Ja, die Offroad-Piste hat wohl doch ihre Spuren hinterlassen. Zwei Möglichkeiten, entweder einen neuen Reifen organisieren oder versuchen, diesen zu reparieren. Zum Glück sind wir in der wunderschönen Stadt Juliaca, wo man definitiv eigentlich nicht sein will. Es sei denn, man hat Probleme mit dem Lastwagen, dann ist das der Traum. Einen neuen Reifen gab es leider nur ein einziges Exemplar in unserer Größe und das war ein Straßenreifen mit einem Profil, welches nicht für unsere Bedürfnisse geeignet ist. Also
versuchen wir es zu reparieren. Wir rennen von Vulkanisator zu Vulkanisator und jeder gibt uns eine negative Antwort. Zu tief, sorry Leute, müsst ihr ersetzen. Bis wir Stunden später auf William und seine magische Maschine stoßen. Also verbringen wir das Wochenende nochmals am Titicacasee und fahren dann montags rein in die Stadt, um den Schaden zu beheben. Und wie William das macht mit seiner Magic Machine, das schaut euch besser mal an. Peru hat uns also nochmals ein kleines Abschiedsgeschenk geliefert. Jetzt ist es aber wirklich Zeit für ein neues Land und wir melden uns in 2 Wochen wieder aus Bolivien. Bis dahin, hasta luego!